Herzlich willkommen zu meinem neuen Video. Du nutzt LibreOffice und brauchst schnell ein cooles Bild für dein Dokument oder deine Präsentation? Schluss mit langwieriger Suche. Ich zeige dir heute, wie du die revolutionäre Stable Diffusion KI direkt in LibreOffice Writer und Impress integrierst. Das Beste daran, es ist komplett kostenlos, Open Source und funktioniert ohne komplizierte Installation lokaler Modelle. Los geht's, so holst du dir deinen kostenlosen KI-Bildgenerator in dein Office-Paket. Bevor wir starten, brauchst du nur zwei Dinge. Und das ist erstens die aktuelle Version von LibreOffice und zweitens einen kostenlosen API-Key für den Dienst, der die Bilder generiert. Und das ist hier AI Horde. Dazu wechselst du auf die Webseite des Anbieters, die genaue URL blende ich dir ein, gehst dann auf Register an Account. Hier bekommst du jetzt eine Seite angezeigt, wo du einen von dir frei wählbaren Namen eingibst. Dann klickst du auf Submit. Wenn du das getan hast, bekommst du einen API-Key angezeigt, den du dir gut abspeichern musst, weil der dafür zuständig ist, später auf den Dienst zugreifen zu können. Jetzt noch zwei Worte zu dem Dienst selber. AI Horde ist ein dezentrales Netzwerk von Freiwilligen. Dein Bild wird also nicht auf deinen Rechner, sondern in diesem Netzwerk generiert. Daher ist der API-Key notwendig. Kopiere ihn daher und speichere ihn sicher ab. Jetzt zur Extension selber, die du brauchst, um den Dienst nutzen zu können. Dazu gehst du auf die offizielle Extension-Seite von LibreOffice selber. Die genaue URL blende ich dir ein oder setze sie auch in die Beschreibung rein. Und dort musst du dann unter Download die offizielle OXT-Datei für den Dienst runterladen. Wenn du das erledigt hast, dann öffnest du einfach LibreOffice Writer. Wenn du jetzt LibreOffice Writer gestartet hast, musst du unter Extras, Erweiterungen, das gerade heruntergeladene Paket installieren. Dazu gehst du auf Hinzufügen und wählst die OXT-Datei aus, die du gerade heruntergeladen hast. Dann jetzt öffnen. Jetzt wird ja der Lizenzvertrag angezeigt, den kannst du durchlesen und dann akzeptieren. Jetzt wird die Erweiterung installiert. Sobald das Ganze abgeschlossen ist, gehst du auf Schließen und jetzt wirst du gefragt, ob du LibreOffice neu starten willst. Das machst du und danach ist die KI einsatzbereit. So, nachdem wir jetzt alles eingerichtet haben, wollen wir unser erstes Bild generieren. Dazu schreiben wir unseren Wunschprompt, also das Bild, das wir generieren wollen, direkt hier ins Dokument rein. Also ich sage mal zum Beispiel ein Roboter, der aussieht wie ein Clown. So, jetzt markieren wir unseren Text. Dann gehen wir hier oben auf Einfügen und dann, bei mir heißt das Image vom Text. Dann öffnet sich die Eingabemaske. Hier ist unser Prompt, den wir gerade geschrieben haben. Dann können wir hier noch so Sachen angeben wie Größe des Bildes, welches Modell genommen werden soll. Was jetzt hier ganz wichtig ist, dass ihr hier den API-Key, den ihr vorhin generiert habt, eingibt. Den müsst ihr nur einmalig eingeben und dann wird er gespeichert. Hier könnt ihr jetzt noch die Minuten einstellen, die gewartet werden sollen, bis das Ganze generiert wird. Ist vielleicht sinnvoll, das etwas hochzustellen, weil wenn viele Leute gleichzeitig das machen, kann es schon etwas dauern, eventuell bis das generiert ist. So, wenn ihr dann alles so weit eingestellt habt, wie ihr das haben wollt, dann klickt ihr einfach nur auf Prozess und das Bild wird generiert. Das kann jetzt einen Moment dauern, da die Generierung remote im AI Horde Netzwerk erfolgt und das halt etwas dauern kann, je nachdem wie die Auslastung ist. So, da ist unser generiertes Bild und das kann man jetzt bearbeiten, skalieren, die Größe ändern, wie mit jedem anderen Bild auch, was man einfügt. Jetzt möchte ich dir noch ein paar Tipps mit auf den Weg geben. Tipp 1, verfeinere deine Prompts. Je detaillierter du bist, desto besser ist natürlich auch das Ergebnis. Wir probieren jetzt nochmal einen Prompt aus. Und zwar ein gelbes Auto auf einer Straße
durch einen Wald. Jetzt markieren wir das Ganze wieder. Gehen wieder auf Einfügen, Image from Text. So, und dann gehen wir wieder auf Prozess. So, das Ganze wird wieder generiert. Und dann haben wir hier unser Bild. Tipp 2, du kannst das Ganze natürlich auch in Impress benutzen, um Bilder für die Folien deiner Präsentation zu erstellen. Da funktioniert das wieder genauso. Du gehst auf Einfügen, Image from Text. Dann gibst du deinen Prompt ein, machst wieder deine Einstellung, die du haben möchtest und klickst dann auf Process. Das Bild wird wieder generiert und hier haben wir dann wieder unser fertig generiertes Bild für unsere Präsentation. Als dritten Tipp möchte ich dir noch mit auf den Weg geben, dass es bei der Generierung verschiedene Modelle gibt, die du auswählen kannst. Da musst du ein bisschen herumexperimentieren, was für deinen Anwendungszweck das richtige Modell ist. Wenn du dann hier auf Modell klickst, dann öffnet sich die Webseite, wo du alle Details zu den Modellen findest, die du brauchst. So sieht die Seite dann aus. Hier findest du dann verschiedene Details, wie was das Modell macht, wie viele CPU-Workers es gibt und wenn vorhanden auch die durchschnittliche Wartezeit, die du hast. Was man bei dem Thema natürlich nicht vergessen darf, ist der Datenschutz. Obwohl LibreOffice selbst sehr datenschutzfreundlich ist, wird dein Textprompt an den AI-Horde-Dienst gesendet. Das bedeutet also, sende am besten keine sensiblen oder persönlichen Daten als Prompt. Das ist der Preis für das kostenlose System. Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die Stable Diffusion Extension ein echter Gamechanger für die Open-Source-Nutzer ist. Endlich holt LibreOffice im Bereich der generativen KI auf. Kostenlos und Open Source. Probier es selber einmal aus und sag mir in den Kommentaren, welches dein bestes KI-Bild war. So, zu guter Letzt. Wenn dir dieses Video geholfen hat, vergiss nicht, den Kanal zu abonnieren und die Glocke zu aktivieren. Das würde mir bei meiner Arbeit wirklich sehr helfen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.